herzlich willkommen zu einem neuen Video von der cmdakademie.de. Mein Name ist Monja und heute möchte ich dir zeigen, wie du mit Later.com dein Marketing für deine Webseiten betreibst, und zwar ziemlich einfach und schon upfront sozusagen. Also wir können einen ganzen Monat planen und das dauert gar nicht allzu lange. Later.com ist in Deutschland nicht sonderlich bekannt und ich bin auch mehr durch Zufall darauf gestoßen, aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe dieses Tool. Schlicht und einfach, weil es mein Leben so viel leichter macht und ich kann endlich alle Social-Media-Kanäle, die ich habe, bedienen. Ich zeige dir einmal, wie das sonst bei mir sieht teilweise noch. Also hier, ich habe gerade mal 35 Follower. Und meine Posts, die ich irgendwann mal erstellt habe, die sind mehr als dürftig gekommen. Ich habe das jetzt auf einem anderen Kanal ausprobiert, aber hier siehst du, was ich meine. Ne? Man postet hin und wieder mal irgendetwas und mehr schlecht als recht. Ne? Also nicht regelmäßig, nicht jeden Tag, schon gar nicht jeden Tag. Und aus diesem Grund wird das Ganze natürlich auch nichts. Ne? Wer nicht gesehen wird, logischerweise wird derjenige auch nicht wahrgenommen. Dafür ist das Internet einfach zu überfüllt. Und aus diesem Grund bringt das alles nichts. Ne? Also was hier zählt, ist wirklich, dass man täglich postet, dass man immer präsent ist, dass man gesehen wird. Und das funktioniert wirklich meistens nur, wenn man etwas hat, was man auf Schedule setzen kann, also was man vorausplanen kann und was dann regelmäßig deine Posts erstellt. Dennoch wollte ich gerne sehr viel Kontrolle darüber haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendetwas poste, dann möchte ich natürlich auch was dazu schreiben. Ich möchte meine Hashtags setzen, wie auch immer. Und das konnte ich halt in einigen Tools gar nicht und in anderen so ein bisschen dürftig. Deswegen habe ich mich letztendlich für Later entschieden. Und ich habe das hier mal auf Pinterest eingesetzt und du siehst, hier sieht das schon ganz anders aus. Ne? Also ich habe fast 400.000 Betrachter und 14.300 Interaktionen pro Monat. Und ganz ehrlich, es ist immer noch nicht, es ist immer noch nicht alles, was man machen kann, was man rausholen kann. Also da ist noch viel mehr drin. Wenn ich das jetzt mal regelmäßig mache, dann ist da noch viel mehr drin. Und jetzt hier gibt es dann noch neue Sachen. Ich kann jetzt auch Videos auf Pinterest einstellen. Ja. Ich gehe mal einmal auf mein Profil. Da siehst du, wie viele Follower hier sind. Und hier sieht das schon sehr viel besser aus. Ne? Also fast 3.500 Follower. Und das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Aber es geht mehr. Es geht viel mehr. Und ich möchte dir jetzt zeigen mit Later.com. Du siehst hier Later.com, wie das geht. Es gibt einen Plan. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, das Ganze zu bezahlen. Ne? Logisch, wie immer. Du kannst das kostenlos nutzen und du kannst natürlich auch dafür bezahlen. Wenn du es kostenlos nutzt, dann kannst du ein Profil, das heißt, wenn du eine Webseite hast, ist das perfekt. Nimmst du ein Profil, ist das wie ein Profil. Und dann kannst du auf Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, kannst du jeweils 30 Posts im Monat erstellen. Beziehungsweise hier bei Twitter sogar 50. Das sind auf den 3 Plattformen ein Post pro Tag und hier bei Twitter sogar etwas mehr. Gar nicht schlecht. Und für den Anfang sollte das auch erst einmal reichen. Aber du siehst hier schon ein paar Einschränkungen. Du kannst zum Beispiel keine Videos einstellen, auch keine Instagram Stories auf Schedule setzen. Ne? Multi-Foto-Posts geht ebenfalls nicht. Also es gibt ein paar Einschränkungen da. Aber für den Anfang, wie gesagt, reicht das völlig. Und später, wenn du siehst, dass das richtig was bringt, dann kannst du natürlich hier zu einem bezahlten Plan wechseln und auch der ist, das kann man sich leisten. Ne? Also $9 sind um die 7 Euro, also kein großes Problem. Du kannst es sogar jährlich bezahlen, wenn du das tust, dann sind es nur noch $7,50 pro Monat, das heißt so um die 6 Euro pro Monat. Auch das ist absolut machbar und kann man wirklich tun, ja. Aber erst einmal, wie gesagt, geht es um den kostenlosen Plan. Und dann wollen wir uns mal einen Account erstellen und ich zeige dir mal, wie es innen drin aussieht. So, jetzt ist was passiert und zwar bin ich bei Instagram eingeloggt. Das heißt, er übernimmt jetzt hier meine ganzen Daten von Instagram und das nehme ich jetzt mal einfach. Ne?
Wichtig ist auch, dass hier deine richtige Zeitzone eingestellt ist. Das heißt, wenn du eine englischsprachige Webseite hast, solltest du hier vielleicht eine andere Zeitzone einstellen, weil dann werden deine Sachen natürlich auch anders gepostet. Und das ist jetzt nicht ganz unwichtig, dass die auch gepostet werden, wenn die Leute online sind, die du erreichen möchtest. Also ich lasse es erstmal so, weil CMD Akademie ist ja eine deutsche Webseite und da passt das schon. Jetzt kann ich mir auswählen, was wir eigentlich machen. Also, ja, wir machen ein bisschen Entertainment, hoffe ich doch. Aber letztendlich hat es auch viel mit Design zu tun und deswegen wähle ich das jetzt mal hier. Home Decor, ja, mehr das. Und Blog Influencer, Online Store haben wir auch. Ja, entweder man kann das später noch ändern oder ich würde auch sagen, es ist fast nicht ganz so wichtig. Ne? Also es ist gleich. Also ich suche da jetzt was aus. Jetzt habe ich meinen Account und speichere natürlich auch das Passwort. Und so sieht es jetzt erstmal aus. Ne? Hier kann ich meine Medien reinziehen, die ich posten möchte und hier kann ich die auf Schedule setzen. Hier muss ich, hier siehst du leicht ausgegraut, die verschiedenen Accounts noch hinzufügen. Das werde ich jetzt auch machen, also ich soll das jetzt Setup machen. Finish setting up your account by downloading the Later Mobile App heißt, du sollst auf dein Handy die Later App runterladen und wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch schon loslegen. So, ich bin jetzt eingeloggt und du siehst schon, was passiert ist. Ich bin auch hier jetzt verbunden und dann kann ich hier Complete Setup machen und dann sollte das Ganze auch funktionieren. So, also mein Instagram-Profil ist jetzt verbunden, das siehst du hier oben. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann ist das mein Instagram-Profil. Hier kann ich jetzt alle Medien reinladen und die dann zu einer ganz bestimmten Zeit posten lassen. Wie gesagt, am besten poste ich 1 am Tag, weil dann komme ich mit meinen 30 Posts hin. Hier oben siehst du immer, wie viel noch übrig sind. Also wenn du jetzt anfängst zu posten, dann kannst du ja sehen, wie viel über den Monat hinweg noch verfügbar sind. Du kannst jederzeit deinen Plan wechseln. Das heißt, wenn du merkst, ich würde gerne mehr posten und es bringt auch was hier, dann machst du hier einfach Upgrade-Plan, dann passt das schon. Ansonsten kannst du dich hier noch über Pinterest anmelden. Also das wollen wir auch mal tun, weil ja, es ist natürlich besser, wenn wir mehr Profile haben. Ne? Es ist kaum mehr Aufwand und dennoch bringt es so viel. Ich bin sonst gar kein Freund davon, möglichst viele Social-Media-Profile anzunehmen, aber ich bin der Meinung, hier ist das jetzt nicht so entscheidend, weil je mehr du hier hast, natürlich, desto mehr kannst du posten, desto mehr wirst du gesehen und desto besser ist es für dich. Aber ohne, dass es überwältigend wird, funktioniert das hier ganz prima. Eben einfach aus dem Grund, weil du alles von einem Ort aus managen kannst. Und das finde ich persönlich sehr angenehm. Ja, wenn ich jetzt auf Later hier oben klicke, dann siehst du, hier oben ist einmal die CMD Akademie auf Instagram und hier ist die einmal auf Pinterest. Und jetzt kann ich noch Facebook und Twitter kann ich auch noch auf dieselbe Art verbinden. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich auch schon loslegen. Ich zeige dir jetzt einmal, wie das funktioniert, einfach anhand eines Bildes, was ich hier schon habe. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Screenshot gemacht, das soll jetzt für jetzt genügen. Und dann gehe ich wieder zurück zu Later und lade hier mein Bild rein. Hier ist es. Jetzt benenne ich das mal um. Sei ruhig immer sehr spezifisch hier, denn es kann nicht schaden, wenn du hier nochmal deine Keywörter oder den Titel verwendest, weil auch das wird ja gelesen und je mehr du hast, was gelesen werden kann, desto besser ist es für dein SEO. Und auch hier gilt SEO, deswegen bitte immer alles in irgendeiner Art und Weise da reinpacken, was geht. Und dann wollen wir jetzt auch einfach mal das Bild hier hochladen. Ich ziehe das jetzt hier per Drag and Drop einfach rein. Ich werde das natürlich gleich wieder löschen, weil ich habe das Bild schon in meinem Profil. Aber jetzt zur Demonstration soll das genügen. Du siehst, es lädt hier hoch. Und jetzt brauche ich nur hingehen und das hier irgendwo reinposten. Und
Jetzt kann ich hier auch schon meinen Text eingeben und ich kann Hashtags eingeben. Es werden sogar Hashtags vorgeschlagen. Und je höher mein Plan ist, desto mehr werden natürlich auch vorgeschlagen. Und hier ist es jetzt so, es werden gar keine vorgeschlagen, solange ich nicht einen speziellen Plan habe. Also hier kann ich jetzt meine eingeben, was immer ich da drunter schreiben möchte. Und dann gebe ich meine Hashtags ein. Und hier kann ich jetzt sagen, wann genau mein Post erscheinen soll. Also hier, heute ist der 4. Mai um 10 Uhr und dann kann ich hier setzen, okay, Notification oder Enable Auto Publishing. Das heißt, ich muss das Ganze noch mit Facebook verbinden. Ja, werde ich auch tun. Aber hier erstmal, damit du siehst, wie das Ganze funktioniert. Ne? Also hier einfach jetzt deine Caption eingeben, also deinen Untertitel, was immer du hier hinschreiben möchtest. Und dann hier ein paar Hashtags eingeben und schon kann es auch losgehen. Ja, das ist erstmal so ein kurzer Überblick auf later.com. Du siehst, es ist ja sehr einfach hier zu machen. Ich mache jetzt mal Discard, weil ich möchte einmal wechseln. Wenn ich jetzt nämlich hier zu Pinterest wechsle, kann ich jetzt genau das so machen. Ne? Also ich packe einfach wieder mein Bild hier rein und dann kann ich hier ein Board auswählen. Mein Board, ne, weil ich hier eingeloggt bin, wurden die Boards hier reingezogen. Kann wieder eine Beschreibung des Pins eingeben und eine URL, wo derjenige dann hingelangen soll, wenn er draufklickt. Und ich kann auch einstellen, wann das Ganze wieder veröffentlicht werden soll. Sehr, sehr praktisch, wenn du mich fragst. Und ja, wenn ich da so vorgehe, kann ich ganz schnell 20, 30 Posts einstellen. Dann bin ich für einen ganzen Monat gesetzt und es ist überhaupt kein Problem mehr, das hier zu machen. Und dann komme ich auch erstmal mit meinen 30 Pins aus. Es ist natürlich, je mehr du von deiner Webseite aus posten kannst, desto besser ist es natürlich. Wenn du schon verschiedene Sachen hast, vielleicht solltest du dann erwägen, 1, 2 Monate mal den Paid-Plan, also den bezahlten Plan zu nehmen, zu nutzen und richtig wirklich zu nutzen und hier einige Pins pro Tag reinzuposten, kann nicht schaden. Ja, ich hoffe, dir hilft dieser Überblick über later.com erst einmal und du siehst, was für einen Nutzen das für dich haben kann. Ich habe auch noch ein anderes Video zum Thema und zwar geht es da um Etsy und wie du later.com nutzen kannst, um wirklich regelmäßig deine Angebote auf Plan zu setzen, auf Schedule zu setzen und regelmäßig zu posten, damit du deinen Shop bewirbst. Ja, vielleicht schaust du das Video auch noch an. Ansonsten sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.